Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir verbasteln hier heute mal eine Warpe an so einem kleinen Moped. Ich zeig's euch mal. So, und das gute Stück, schöner Original S51, bauen wir die Warpe ein und ihr könnt ja mal ein bisschen zugucken. Also wie wir hier jetzt sehen, wir schrauben erstmal die 3 Schrauben von dem Seitendeckel vom Motor ab. Das sind bei neueren Schrauben sind das Imbusschrauben, bei älteren Modellen sind das Schlitzschrauben. Jetzt nehmen wir den Seitendeckel ab und lösen jetzt das Polrad. Dafür empfehle ich euch hier so ein Spezialwerkzeug, und zwar so ein Halteband. Kriegt man in jedem Baumarkt für 5 bis 10 Euro und erleichtert euch in dem Fall das ungemein. Also man braucht das Haltewerkzeug hier zweimal. Einmal zum Lösen der Mutter und einmal zum Einsetzen des Spezialwerkzeuges. Und zwar braucht ihr dann noch einen Abzieher. Den bekommt man bei jedem Simson-Händler eigentlich auch für sehr wenig Geld. Und den kann man auch sehr oft gebrauchen. Da ist das Polrad dann auch schon ab. Als nächstes entfernen wir die Seitendecke und holen da sämtliche Innereien raus. Hupe, die alte kommt ab. Die komplette Elektrik von innen raus. Zündschloss erstmal raus. Die alte Batterie raus. Alles, was mit Kabeln zu tun hat, könnt ihr erstmal rausholen. Es empfiehlt sich an dieser Stelle natürlich auch Tank und Sitzbank abzunehmen, weil sich dort noch ein paar Kabel verstecken, unter anderem der alte Blinkheber versteckt sich dort, wenn überhaupt einer verbaut ist. Als nächstes schrauben wir hier die Grundplatte erstmal runter und dann haben wir die eigentliche Zündung auch schon raus. So, wir haben jetzt hier alles zerlegt, haben die alte Zündung rausgeholt, haben den ganzen Elektrikkram rausgeholt, haben auch unter dem Tank die alte Befestigung für die Zündspule rausgenommen, haben hier alles rausgenommen, damit wir jetzt das neue Herz hier einpflanzen können. Das ist jetzt alles, was rausgeflogen ist. Die ganze alte Unterbrecherzündung, und hier war auch wieder so ein super krasser Blinkheber von 1930 nicht oder aus China, keine Ahnung. So, jetzt fangen wir an und bauen erstmal das Herzstück ein. Let's go. Jetzt bauen wir hier den neuen Rotor der Warpe ein. Hier kommt noch ein Gummifropfen rein. Da kommt auch schon das Schwungrad drauf, beziehungsweise die Schwungmasse. Hierbei brauchen wir natürlich wieder unser Spezialwerkzeug, um das festzuziehen. So, wir haben jetzt hier die mitgelieferte Platte hier eingebaut. Hier die Anschlüsse für die Blinker gelegt, haben die Hupe verbaut, Zündkabel verbaut, Deckel schon wieder drauf. Am besten mit Zündzeituhr nochmal den Zündzeitpunkt einstellen. Hier haben wir die Zündspule. Jetzt kommt das Verkabeln und da tue ich jetzt mal einen kleinen Tipp hinweisen. Hier so eine wundertolle App, und zwar nennt sich die Simson Schaltpläne. So, wir gehen nochmal auf die App drauf ein. Wir nehmen mal hier den S51 Warpe Einbau. Interaktiv können wir die Zündung, Zeitaufwand in 10 Minuten. Und zwar steht hier S51 Warbezündung, Schritt für Schritt Leitung Zündung anschließen. Als erstes müssen wir die Grundplatte zueinander stecken. Das wäre jetzt quasi der nächste Schritt. Wir müssen das braun-weiße Kabel von Zündschloss Kontakt 2 zur Zündspule, Steckkontakt blau-weiß. Dann vom Zündschloss Kontakt 31 einmal auf Masse legen, vom Zündschloss ans Halteblech und dann zur Masse zum Motor. Als nächstes den Kerzenstecker anschließen und eine Funktionsprüfung. Und dann ist quasi die Warpe so gesehen schon eingebaut. Jetzt geht das ganze Spiel hier weiter. Scheinwerfer, Rücklicht, Bremsen, Blinker. Wie gesagt, hier wird alles Schritt für Schritt gezeigt. Kann ich hier mal kurz durchskippen. Ne, wenn ihr einen originalen Kabelbaum habt, dann kann das eigentlich jeder selber machen. Ich kann die App nur empfehlen. Wie gesagt, der Link zur App ist in der Videobeschreibung. Und so würde ich das jetzt auch euch empfehlen, bevor ihr jetzt 20 Mal das Video stoppt. Ja, ansonsten müssen natürlich noch die Birnen 12 Volt umgebaut werden, außer ihr habt schon 12 Volt drin. Die Batterie ist auch schon soweit fertig, die muss kurz geladen werden. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Gut, ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen da und dann würde ich wie immer sagen, Peace, haut rein, macht's gut und ciao.